Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich in den USA. Zweimal pro Woche kam ein Müllmann zu Joshua Burns Haus. Joshua hatte vor kurzem einen Golden Retriever namens Shelby aus einem Tierheim adoptiert. Shelby war ein ängstlicher Hund mit einer traumatischen Vergangenheit und deshalb Fremden gegenüber misstrauisch. Immer wenn der Müllmann kam, bellte Shelby ihn heftig an. Auch der Müllmann hatte seine Ängste. Er hatte Angst vor Hunden und achtete darauf, einen Sicherheitsabstand einzuhalten, während er die Mülltonnen der Burns zügig leerte. Obwohl Shelby bellte, näherte sie sich ihm nie. Jedes Mal, wenn er am Haus der Burns ankam, war sie draußen und ihr Bellen hallte durch die Nachbarschaft. Der Müllmann erledigte seine Arbeit stets gewissenhaft, arbeitete aber schnell und wollte sich nicht mit Shelby anlegen. Eines Tages, als der Müllmann eilig die Mülltonnen der Burns leerte, spürte er, wie etwas gegen seine Beine streifte. Er erstarrte, weil er befürchtete, dass der Hund sich ihm endlich genähert hatte. Als er sich umdrehte, sah er Shelby vor sich sitzen mit neugierigen und vorsichtigen Augen. Erschrocken über die unerwartete Begegnung sprang er zurück in seinen Müllwagen. In seinem Job sah der Müllmann viele Hunde, aber er hatte es immer geschafft, ihnen aus dem Weg zu gehen. Er hatte noch nie einen anderen Hund aus der Nachbarschaft getroffen, der ihm gegenüber so feindselig war und dann plötzlich neben ihm saß. Doch es sollte noch seltsamer werden. Später in der Woche, als der Müllmann zurückkam, wartete Shelby bereits am Bordstein. Diesmal bellte sie nicht. Es war, als hätte sie seine Angst gespürt und beschlossen, ihm eine Chance zu geben. Schließlich hatte auch sie Angst. Zögernd streichelte der Müllmann ihren Kopf, bevor er sich zu seinem Wagen zurückzog. Er hatte seit vielen Jahren keinen Hund mehr angefasst, nachdem er als Kind von einem gebissen worden war. Die Angst, von einem Hund verletzt zu werden, hatte den Müllmann bis ins Erwachsenenalter begleitet. Obwohl er Shelby streichelte, hatte er keine Lust, sich mit dem Golden Retriever anzufreunden. Aber er war sehr neugierig auf die plötzliche Veränderung im Verhalten des Hundes. Auf diese Weise vergingen Wochen. Shelby versuchte nie, den Müllmann zu berühren. Sie schien seine Angst zu verstehen und respektierte seine Grenzen. Der Müllmann begann seinerseits Shelbys ruhige Art und Geduld zu schätzen. Er wusste, dass Shelby seine Angst spüren konnte. Er bewunderte, wie sie es ihm erlaubte, die Dinge in seinem eigenen Tempo zu tun und ihn nie zu etwas drängte, was er nicht wollte. Aber eines Tages, als der Müllmann vor dem Haus der Burns vorfuhr, war etwas anders. Shelby saß wie immer da und wartete, aber dieses Mal stieg der Müllmann mit geballten Fäusten aus dem Wagen. Als Shelby sein Unbehagen spürte, wich sie zurück. Sie hatte sich an die Vorsicht gewöhnt, mit der Müllmann ihr gegenüber auftrat, aber er hatte Shelby gegenüber nie Hass oder Gewalt gezeigt. Und aufgrund ihrer eigenen traurigen Vergangenheit wusste sie, was geschlossene Fäuste bedeuten konnten. Sie war misstrauisch. Der Müllmann kam auf Shelby zu, immer noch mit beiden Fäusten festgeschlossen. Was er dann tat, war schockierend. Der Müllmann spürte, dass Shelby Angst hatte und kniete sich auf den Boden, um seine Faust zu lockern. Er legte seine Hände vor sich auf den Boden, sodass Shelby sie sehen konnte. In der einen Hand hielt er Hundeleckerlis, in der anderen einen neuen Ball. Shelby zögerte einen Moment, bevor sie zu ihm hinrannte, um das Leckerli und den Ball anzunehmen, wobei sie vor Freude mit dem Schwanz wedelte. Von diesem Tag an nahm sich der Müllmann jedes Mal, wenn er das Haus der Burns besuchte, ein paar Minuten Zeit, um Shelby zu streicheln und mit ihr zu spielen. Es wurde zum Höhepunkt seiner Woche und Shelby liebte ihren neuen Freund. Doch die Geschichte sollte eine unerwartete Wendung bereithalten. Ohne dass der Müllmann es wusste, hatte Joshua Burns diese herzerwärmenden Momente auf seiner Überwachungskamera festgehalten. Joshua war neugierig geworden, warum Shelby aufgehört hatte, den Müllmann anzubellen. Da er wusste, dass Shelby anderen Menschen gegenüber äußerst misstrauisch war, wollte er sehen, was zwischen ihr und dem Müllmann passierte. Als er das Filmmaterial sichtete, war er zutiefst bewegt von dem, was er sah. In einer Welt, in der alle in Eile zu sein scheinen, nahm sich der Müllmann die Zeit, mit Shelby zu interagieren. Doch an dieser Stelle war die Geschichte noch nicht zu Ende. Als der Müllmann das nächste Mal am Haus der Burns ankam, wurde er nicht nur von Shelby, sondern auch von Joshua begrüßt. Mit einem warmen Lächeln im Gesicht reichte Joshua dem Müllmann die Hand und drückte ihm seine Dankbarkeit für die Verbindung mit Shelby aus. Was Joshua dann offenbarte, ist unglaublich. Er erzählte dem Müllmann die herzzerreißende Geschichte von Shelbys Vergangenheit, wie sie aus einem Tierheim kam, gezeichnet von den traumatischen Erfahrungen, die sie misstrauisch gegenüber allen Menschen gemacht hatten. Während Joshua erzählte, hörte der Müllmann aufmerksam zu. Er erkannte, wie sehr Shelby zu kämpfen hatte und wie viel Mut sie brauchte, um wieder Vertrauen zu fassen. In diesem Moment wurde dem Müllmann die Tragweite seines Handelns voll bewusst. Er hatte sich nicht nur mit einem Hund angefreundet, sondern Shelby eine Chance gegeben, von ihren traumatischen Erlebnissen zu heilen,
sich geliebt zu fühlen und wieder zu vertrauen. Berührt von Joshuas aufrichtigen Worten, erzählte der Müllmann seine eigene Geschichte und die tiefsitzende Angst, die ihn seit seiner Kindheit verfolgte. Er vertraute Joshua den traumatischen Vorfall an, bei dem er von einem Hund gebissen worden war. Ein Erlebnis, das ihm seither Angst vor Hunden einjagte. Allein der Anblick eines Hundes jagte ihm Schauer über den Rücken und löste Angstzustände und Panikattacken aus. Joshua hörte einfühlsam zu und erkannte den Mut, den der Müllmann brauchte, um sich täglich seiner Angst zu stellen, insbesondere in einem Beruf, in dem Begegnungen mit Hunden unvermeidlich waren. Er war beeindruckt von der Entschlossenheit des Müllmanns, seine Aufgaben trotz seiner Phobie zu erfüllen. Niemand hätte je gedacht, dass der Golden Retriever mit dem schlechten Start ins Leben einem Müllmann helfen würde, eine große Angst zu überwinden. Ebenso wenig hatte sich jemand vorstellen können, dass die einfache Freundlichkeit des Müllmanns, Shelby, und ihrem neuen Besitzer so viel bedeuten könnte. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Der Mann hilft einem sterbenden Eisbären. Was dann geschah, wirst du nicht glauben. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.